Hallöchen zusammen. Hallo ihr Lieben. Wir melden uns heute aus Rhodos und sind jetzt hier beim Kalitea Mare Palace und Kalitea. Horizon Royal. Ja, wir sind selber im Kalitea Horizon Royal untergebracht, können aber die Sachen vom Mare Palace auch nutzen. Und der Übergang ist hier echt fließend. Ja. Wir wissen selber noch nicht, was wozu gehört jetzt. Irgendwie nutzt jeder hier irgendwie alles. Das seid ihr zu erkennen an den Bändchen, die ihr da bekommt. Genau, wenn ihr blaue Bändchen habt, dann könnt ihr ja beide Hotels nutzen. Ja, wir haben hier eine Woche all-inklusive gebucht. Und wie immer wollen wir euch dieses Hotel jetzt mal zeigen. Stellen euch da ein bisschen vor. Ihr werdet, glaube ich, viele Landschaftsbilder kriegen. Und jetzt, glaube ich, ein bisschen ausführlicher die Tour, denn die Wege überall hin sind auch schon wirklich sehr, sehr schön. Und auch sehr lang. Ja. Dann legen wir direkt los, sonst wird das Video zu lang. Viel Spaß! Genau, wir standen jetzt gerade direkt vor der Rezeption des Kalitea Mare Palace fürs Royal. Horizon Royal. Genau, so. Seht ihr da hinten? Gibt es eine eigene Rezeption. Der Sinn ist mir noch nicht ganz klar, weil da bekommt ihr eventuell nur die Bänder und die Schlüssel müsst ihr trotzdem hier vorne abholen. Also Und hier könnt ihr eigentlich alles Ihr bekommt machen. aber hier auch die Bänder bei der anderen. Ja. Ne? Genau. Und direkt bevor ihr reingeht im Hotel, habt ihr hier schon den ersten Pool. Und der ist an der Delfin Snackbar. Der ist eine Delfin Snackbar, ist auch ein Relax-Pool. Das heißt, es wird gechillt. Es wird könnt auch keine Musik sitzen. gespielt. Allerdings seid ihr hier direkt an der Hauptstraße. Wir können hier vorne einmal hingehen. Ah, hier seht ihr auch schon was Feines. Da können wir euch direkt mal zeigen. Seht ihr diese Golfcars hier? Mit Genau. denen werdet ihr hier rumkutschiert. Ja? Ihr könnt dann am Zimmer anrufen, hier, ich möchte gerne zum Essen, habe so viel gegessen, oh, ich will zum Bett. Ich fahr möchte mich zum dahin. Strand. Ja, die kommen dann da angejockelt Alles und fahren euch. kostenlos. Und hier an der Rezeption habt ihr halt den Startpunkt, wenn ihr jetzt hier ankommt, dann werdet ihr da eingeladen mit eurem Koffer und zu den Zimmern gebracht. Genau, das ist halt wichtig, weil, wie schon gesagt, ne, die Wege sind sehr lang. Aber ein bisschen Bewegung tut ja auch gut. Auf jeden Fall. Also vorab können wir schon mal sagen, wir haben immer um die 15.000 Schritte jeden Tag. Ja. Plus minus 2.000. Aber würde ich für sagen. ältere Menschen, wenn sie jetzt nicht so gut zu Fuß sind, ist das eine super Ja, was sind wir Alternative. denn? Ja, wir sind noch jung. So, wir können mal zur Snackbar laufen jetzt hier. Jetzt mache ich mal kurz aus wegen den Leuten hier am Strand. So, jetzt sind wir in der Snackbar angekommen. Direkt am Pool. Hier habt ihr à la carte. Ja, die meisten Sachen. Seht ihr da oben auch. Delfina, Snackbar und Buffet. Buffet habe ich jetzt hier noch nicht gesehen. Nee? Meistens war es à la carte. Ich denke mal, die Sachen stehen halt dann da. Gerade entdeckt hier an der Delfina Bar. Die Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr. Buffet kriegt ihr hier von 12 bis 15 Uhr und à la carte von 12 bis 17 Uhr. Deswegen haben wir auch noch nie Buffet gesehen, weil wir nie um 15 Uhr hier waren. Ne? Ja. Hier nochmal ein Blick von der Snackbar auf den, ja, ich weiß gar nicht, was der für einen Namen hat. Delfina Snackbar Pool. Jetzt habt ihr schon einiges gesehen, bevor wir auf dem Hotel waren. Aber ist halt hier vor und jetzt gehen wir mal hier hinten rein. Jetzt geht's endlich rein. So, ihr seht den Hoteleingang. Wie gesagt, ob ihr jetzt im Horizon seid oder in dem Mare Palace, Ihr könnt hier ist alles der immer gleiche rein. Eingang. Oh, man sieht schon sofort Schmuck. Ja, schauen wir uns mal hier die Lobby Toll an. aus. Hier seht ihr die Rezeption. Da seht ihr, guck mal hier, wie viele Auszeichnungen das Hotel hat. Ja, schon einige. Oh, guck mal hier, Oh, da ist der Lageplan des Hotels. genau, hier habt ihr so einen groben Überblick. Ist allerdings nicht mehr ganz aktuell. Denn da, wo wir sind, da ist noch gar nicht drauf. Hier, die Anna hat auch mal den Plan. Genau, aber ihr bekommt hier eine Karte an der Rezeption und der könnt ihr euch, also an der Karte könnt ihr euch so ein bisschen orientieren. Ein bisschen ist gut, ja. Ihr seht ja schon, wie riesig das hier alles Ja. ist. Und wir sind zum Beispiel jetzt hier mit unserem Zimmer, seht ihr, und das ist noch gar nicht eingezeichnet, weil die noch relativ neu sind. Aber ihr seht hier noch viel mehr Auszeichnungen. Von TUI, von Holiday Check. Alles, was es gibt. Direkt hier habt ihr dann die Main Bar. Genau, ist von Hier. 17 bis 1 Uhr nachts geöffnet. Und hier steppt auch abends der Bär. Hier ist also relativ voll. Schön, dass jetzt hier leer ist gerade. Kann man schön zeigen. Genau, hier bekommt ihr auch alle möglichen Cocktails. Und hier gibt es wirklich viele. Und auch sehr gute Cocktails. Ja, das meiste jetzt für die All-Inclusive. Guck mal, hier ist eine Karte. Sollen wir dir mal zeigen? Ja, gerne. Also, Alles, was ihr hier auf dem Gelben jetzt seht, das ist also alles All-Inclusive.
locker 20 Cocktails, wie ihr hier Also sehen die könnt. gelben Ja. Karten, ob das für Essen oder Getränke sind, ist alles für die All inklusiv. Ja, außer hier oben, ne, das seht ihr hier, Johnny Walker und so weiter, zahlt halt ein bisschen mehr hier, 9 Euro. Aber der Rest ist eigentlich alles all inklusive hier und das sind auch wirklich lecker Sachen, die hier mixen. Da hinten habt ihr auch noch einen Billardtisch. Genau, dann gehen wir mal weiter hier hoch. So, hier ist das Calitera Mar Palace Restaurant. Haben wir selber noch nicht getestet. Genau, aber wie ihr seht, hier könnt ihr dann sitzen und essen. So, wenn ihr jetzt hier lang geht, dann seht ihr hier oben. Kommt da zum Konferenzraum, Genau. Friseur, Gym und Sauna, Bridge Room, Kids Club. Alles hier unten. Hier habt ihr halt die Fahrstühle. Wenn ihr weiter geradeaus geht, dann gibt es auch die Toiletten. Und hier rechts Souvenirladen. Und Supermarkt. Mit Supermarkt, ja. Genau, den habt ihr auch hier. Und wenn ihr jetzt hier ein Stück weiter geht, dann kommt ihr hier wieder raus an der Delfina Snackbar, wo wir gerade mit euch schon waren. So, jetzt sind wir mal eine Etage tiefer gegangen, wo der Friseur ist. Ich wollte gleich mal einen Termin für die Dauerwelle machen. Hier ist auch der Miniclub. Da ist alles geschlossen jetzt momentan. Aber der Friseur ist offen. Ja, kannst du gleich rein. So, und hier ist eigentlich, Hier ist Fitness, Gym. genau, das ist aber sonntags geschlossen. Und sonst immer von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Da hinten Und da ist hinten der ist der Konferenzraum. Genau, der Konferenzraum. Hier könnt ihr Bridge spielen. Hier hat einer die Haare geföhnt im Hintergrund, hörst du? Hier rechts kriegt ihr eine Massage. Die ist allerdings kostenpflichtig. Genau, und ich glaube, hier ist für die Reiseagenturen oder sowas stand da. Genau, hier habt ihr die ganzen, na, wie ihr kennt, hier für Ausflüge und all so ein Zeugs. Ne? Hier ist jetzt gerade dunkel. Ja. Aber man sieht, es ist ein Konferenzraum. So, da waren die ganzen Sachen jetzt hier rund um der Rezeption. Rezeption. Und jetzt gehen wir mit euch mal raus, den schönen Wir Garten, zeigen euch den, und zeigen euch die Restaurants. genau. Mal kurz bevor ihr rausgeht, habt ihr noch die Möglichkeit, Leihwagen zu mieten. Hatten wir uns nämlich vorher auch gefragt, ne, geht das überhaupt? Und jetzt, wenn ihr dieses Video seht, dann wisst ihr, es geht. So, genau. So, hier geht's raus. Hier kommen wir Schönen raus aus Garten. der Rezeption. Sieht sehr schön grün, gerade ein bisschen bewölkt. Und wir laufen jetzt mit euch mal hier durch die Anlage Durch die schöne grüne Anlage. und zeigen euch hier so ein paar Sachen. Ich würde sagen, wir laufen jetzt erstmal zum ersten Restaurant. Ja, Athena. Na, Athena. Wisst ihr, ich komme hier immer total durcheinander. Ist das so? ja, so viele hier. Aber wir zeigen euch Ihr habt die hier gleich. verschiedene Restaurants. Und das erste, wo wir jetzt hingehen, da bekommt ihr nur Frühstück und Abendessen. Mittags gibt es halt nichts, also zumindest zur Zeit jetzt hier. Und da zeigen wir euch jetzt mal. Hier. So, wenn ihr hier links guckt, ist hier ein Kinderspielplatz für die Kleinkinder. Bambinis. Vielleicht kann man das von hier besser sehen. Sollen wir auch ein Stück runterlaufen? Ja, Ihr seht schon, wie grün hier alles ist. und überall gibt es Sitzmöglichkeiten, wie ihr seht. Ja, so kleine So. Häuschen hier. Ja, richtig süß gemacht. Da habe ich gestern die Anna auch abgegeben. Die hat dann da ein bisschen was gespielt. Ja, hat richtig Vater, viel Mutter, Spaß Kind. gemacht. So, und hier auf der anderen Seite, wenn ich einmal dreht, Ein bisschen größere Kinder dann. genau, da war die andere noch zu groß. Ne? Ja, da war ich noch zu groß, ja. Sind wir hier für ältere Kinder. Und im Hintergrund, schaut mal, da seht ihr schon das Meer. Herrlich. Hinten kann ich noch mal zeigen, seht ihr den schwarzen Schuppen? Das ist jetzt keine Nightbar, sondern da könnt ihr Ping-Pong spielen. Tischtennis, da stehen 2 Platten oder 3. Auf jeden Fall könnt ihr da rund um die Tischtennis spielen. Und da oben geht es halt zum ersten Restaurant. Und ihr habt ja auch die Möglichkeit, wenn ihr nicht mehr gut laufen könnt, weil ihr wirklich viele Treppen habt, haben die dann einen Aufzug eingebaut, finde ich. Finde ich echt auch gut. Ja. Ja. Genau, und hier geht es dann halt hoch. Ach, falsch. Das Restaurant heißt Thalassa natürlich.
Athena ist Thalassa, dahinter. Stimmt. Aber ohne Scherz, hier sind glaube ich 4 Restaurants oder irgendwie so was. Ja, oder 3. da kann man schnell durcheinander kommen. Wir gehen mal mit euch hier hoch. So, jetzt stehen wir jetzt vorm Restaurant Thalassa. Ja. Ein kleiner Tipp, wenn ihr hier seid und ihr mögt es nicht so laut, dann sucht euch einen Platz hier draußen. Weil da drin ist mega laut. Der Nachteil ist natürlich, ihr könnt ja draußen hier rauchen. Ne? Deswegen liegen hier überall Aschenbecher. Aber die Luft ist definitiv viel besser. Und wenn ihr sehen könnt, hier vorne ist ein Plan. Da seht ihr immer, welche Aktivitäten abends stattfinden. Also Showtime ist 21 Uhr. Zum Beispiel gibt es heute im Kaletea Main Bar eine griechische Nacht. Das ist da, wo wir gerade waren, wo noch alles dunkel war. Genau, dann gibt es in der Helios Bar die Superstars. Zum 3. Mal die Woche. Aber die wechseln halt immer zwischen den Locations jetzt hier. Und dann gibt es in der Safari Bar eine Magic Show heute die werde ich mir Abend. heute Abend angucken, hier mit Ingo Appelt. Ja, ich auch. Ich bin auch dabei, Schatz. Kommst du mit? Und überall Direkt nach der gibt es Minidisco, gehen wir Zumba. dann dahin, Schatz? Und im Safari Bar ist ab 22 Uhr immer Zumba. Also wer Zumba liebt, ist hier genau richtig. Und ihr seht aber da oben Entertainment-Programme, also seht ihr für die ganze Woche, was alles stattfinden wird. Oder vielleicht kann ich auch in die Minidisco gehen. Ich hole dich da ab, dann gehen wir zusammen danach. Das ist Genau. auch, Every night, 20 Uhr. Und ihr seht, ihr habt jeden Abend hier 3 Locations, wo halt Sachen, Aktivitäten Geboten werden. stattfinden. Ja? Allerdings, ehrlich gesagt, muss man sagen, die wiederholen sich. Ne? Die Superstars waren tatsächlich jetzt die Tage auch schon mal in einer anderen Bar. Die wechseln halt die Location Ja, aber immer. ich muss sagen, von der Die Stimme sind die Nacht war echt hier. super. Ja, wir haben ja nur die Frauen gesehen. Da gab es Tina Turner und... Doch, Männer habe ich auch Whitney kurz Houston. gesehen. Husten. So, hier mal einen Blick hier. Seht ihr das? Genau, also das Restaurant ist wirklich schön, hat ja Mehrblick, ne, aber müsst ihr schon früh da sein, um einen Tisch zu bekommen mit Mehrblick. Ja, aber das ist halt sehr laut. Also ich würde euch empfehlen, Ist sehr laut, ja. wenn ihr hier seid und ihr wollt Hier es ist nicht auch laut haben, sehr vielleicht mögt ihr schön. das ja. Ja, dann habt ihr das so wie zu Hause laut, aber sonst setzt euch gerne hier hin. Hier ist es auf jeden Fall angenehmer. So ihr Lieben, jetzt kommt mein persönliches Highlight des Hotels. Also wenn ihr hier Hier steht es. runterläuft, du auch, ja, das das ist stimmt, das stimmt. Aber vom Hotel mein Highlight ist, wenn ihr einmal rüberschaut und dann Richtung Restaurant oder Strand läuft. Da schaut euch mal bitte die Berge an. Hinten. Und da laufen wir jetzt einmal runter. Laufen oder rennen? Hier laufen. Ich wäre fast eingeschlafen gerade. Ja, hier. und ich renn schon. Ja. Ihr habt doch kleine Füße. Das stimmt. Genau, hier laufen wir einmal runter. Und ich schwenke nochmal um. Oder wollt ihr lieber uns sehen als die Anlage? Kann ja auch sein. Nein, die ja? Anlage. Okay, dann drehe ich nochmal um Wir sind jetzt doch hier. unwichtig. Ihr seht hier so ein Pavillon. Und wir haben euch ja diesen Golfcar gezeigt. Und das sind die Haltestellen. Wie so ein Bus. Da seht ihr auch immer, da ist so ein Schildchen auch dran. Das ist eine Bushaltestelle. Und hier Unten vorne. gibt es auch, falls ihr mit Mietwagen nehmt, könnt ihr da auch unten parken. Hier seht ihr einmal die Anlage. Ein bisschen ausgebleicht von der Sonne. Aber so grob könnt ihr euch dann vorstellen, wie groß das ist. Ja, und hier unten habt ihr Kaletea Horizon Royal und Kaletea Hotels. Und ihr seht, ist halt Meer Palace. nicht irgendwie abgeteilt. Deswegen ist es schwer zu erkunden, was wo ist jetzt. Ne? So, jetzt schaut mal hier. Ihr seht ja da hinten, im Hintergrund könnt ihr aussehen. Alles, was gelb ist, ist übrigens das Hotel. Ja, da sind überall die Zimmer. Ihr kriegt ja hier seitlichen Meerblick, direkten Meerblick, Ja. Gartenblick, Bergblick. Ja, alles Mögliche. Also ihr Könnt ihr könnt hier überall buchen. drauf hingucken, wo ihr wollt. Aber wie ihr seht, die Anlage ist super schön sauber, super schön gepflegt. So, und hier habt ihr dann halt die Wege. Ja, die sehen überall so aus, sind gut befestigt. Für Kinderwagen, Rollstuhl, Ja, an alles, alles super. gedacht. Da kommt jetzt ein Taxi angefahren, ich zeige euch das mal. Wir gucken mal, ob wir nachher noch... Oh, hier kommen sogar 2 hier. Taxi-Meeting, ja. Zack, Oh, da kommen das sie sind die Leute, die angerast. gerade da saßen. Zack, mitgenommen. Wir gucken mal, ob wir auch noch filmen können, wenn wir da drin sitzen für euch. Mhm. Ja, dann seht ihr mal, wie das abgeht, aber ihr konntet ja jetzt schon grob ahnen. Ne? Sieht alles sehr, sehr ordentlich, sehr gepflegt. Und jetzt hier im Mai, da blüht auch total viel. Ja. Die verschiedensten Blüten. Ich bin jetzt kein Gärtner, deswegen weiß ich nicht, was das ist. Sieht auf jeden Fall schön aus. Ja, Schön bunt. genau. Wir laufen jetzt mal hier hoch mit euch und dann
Zeigen wir euch mal, wie da vorne aussieht. So, hier stehen wir jetzt an so einem Kreuzungspunkt. Und ihr seht, ihr habt ja die verschiedensten Möglichkeiten. Ja, es gibt nicht nur die Strecke, die wir mit euch laufen jetzt. Ihr könnt auch hinter dem Haus lang gehen. Dann habt ihr da hinten auch nochmal Meerblick. Wir sind ja nicht auf einer Insel, aber das ist der östlichste Punkt. Und ihr habt hier einmal von beiden Seiten, vielleicht könnt ihr da hinten ganz grob sehen, Meerblick. Und genauso, wenn ihr jetzt hierhin schaut, dazwischen, da ist auch Meerblick. Also ihr seid hier mittendrin, wie auf so einer Insel fühlt sich das an. Genau. Und hier sind aber auch überall Schilder zu den Zimmern und zu den Tavernen und Restaurants. Ihr habt eine Taverne Poseidon, da könnt ihr essen, Restaurant Athena, da könnt ihr essen. Und wir laufen jetzt gleich mal mit euch hier Richtung Safari Café, Playground und 5x5. Und gleich, kann ich euch schon versprechen, da werdet ihr was sehen, da denkt ihr, ihr seid in Österreich. Ja, das stimmt. Ja? Habe ich zumindest gedacht. Ich dachte, wo bin ich denn hier? Das ist doch nicht Rhodos. Nee, vor allem auch noch die Berge im Hintergrund. Ja. Also ihr habt mal einen kleinen Eindruck bekommen, wenn ihr ein Zimmer mit Meerblick habt, dann wird es halt so aussehen. Ja, da oben sind die Zimmer, dann guckt ihr halt hier runter oder zur anderen Seite. Und Gartenblick, das werden diese Zimmer hier sein. Und wenn ihr jetzt hier oben guckt, seht ihr die Fenster, die weiß umrandet in deinem Hintergrund in der oberen Etage. Das ist das Restaurant, wo wir gerade vorgestanden haben mit euch. Thalassa. Ja. Ja, heißt es. Da sitzt ihr dann halt oben und da könnt ihr am Fenster sitzen und dann habt ihr halt auch tatsächlich Meerblick da oben. So, jetzt sind wir angekommen hier an der Safari Bar. Aber jetzt zeigen wir euch erstmal das Österreich-Feeling. Highlight Ja. aus Österreich. Da steht sie. Schau mal da. Eine Kuh. Ich weiß gar nicht, warum die da ist. So, und wenn ihr hier hinten schaut, da geht er zum anderen Restaurant. Das ist nämlich das Athena und Akropolis und Pools und alles Mögliche. Das zeigen wir euch gleich. Ja, da Jetzt gehen wir gleich mit euch lang. Safari Bar. Nur, dass ihr so ein bisschen Überblick habt. So, da im Hintergrund seht ihr halt die Safari Bar. Und hier, Ist auch was, Kinderparadies. Ganz viele Rutschen. so ein Wasserspielplatz für Kinder. Schatz, du magst doch auch rutschen. Willst du da drauf? Und da wir überall stecken, Schatz, in den Dingern, für Kinder. Guck mal, einmal Wasser da. Ey, der Eimer wäre super für den Garten. Da brauchst du einmal gießen, nur wenn die Dinge voll machen. Stimmt. So, hier ist der Außenbereich der Safari Bar. Und da habt ihr gesehen, hier ist heute Abend die Magic Show. Heute ist die Magic Show. Und ja. Zumba, wo die Anna ja unbedingt mal mitmachen wollte Ja. um 10. Was aber meist nicht geht, wegen 3 Cocktails. Genau. So, ihr Hier habt eine kriegt Bar, ihr übrigens sehr leckere Cocktails, Ja. aber nur nur 5 oder 6 5, ja. von der ganzen Karte. Also ist abgespeckt, aber die schmecken trotzdem ganz gut. Aber ihr bekommt ja mit Taxa alles Mögliche. So. Hier habt ihr halt den Außenbereich. Ja, hier sitzen wir meistens. Die Shows sind da unten, da gehen wir mal hin jetzt. Und hier rechts kriegt ihr sogar Popcorn. Ja, hier wird jeden Tag Popcorn gemacht. Da könnt ihr euch bedienen. Bestimmt Salz und Zucker. Könnt ihr süß oder herzhaft machen. Genau, und hier ist dann die Bar. Da läuft den ganzen Tag irgendwie Sport, ne? Ja. Aber Radrennen, als Auto, dann war schon Fußball die Tage da. Da oben sitzt eine Schildkröte und auch ganz viele Tiere. So, und hier habt ihr dann immer die Show. Hier treten halt die ganzen Künstler, Das ist Artisten die und ähnliches Bühne. auf hier, ja. So, und hier habt ihr noch einen Außenbereich, da könnt ihr aussitzen. Und ihr seht, hier ist auch überdacht. Das heißt, selbst bei schlechtem Wetter kann hier alles stattfinden. Ist ja ganz schön, weil manchmal, wo bist du? Ja. Manchmal habt ihr ja nur in so einem Konferenzräumen, dann, wenn schlechtes Wetter ist, dann sitzt ihr irgendwie im Keller, ne, so wie gerade. Aber hier kann halt Ja. bei allen Wetterarten Herrlich. stattfinden.
So, und jetzt hier direkt daneben sind noch so ein paar weitere Spielsachen für große und kleine Kinder. Für groß und klein, ja. Zeigen wir euch jetzt. So, Starten wir hier. Airhockey. Airhockey für Kinder. dann könnt ihr Billard spielen. Und Kicker. Dann könnt ihr Kicker. Oh ja, MSV gegen Rot-Weiß Essen haben sie hier gemacht. Krass, aber selbst bis Ja, nach stimmt. Griechenland ist das hier durchgekommen. So, hier könnt ihr Tischtennis spielen. Auch alles da. Müsst ihr nichts ausleihen oder so. Ihr kennt da bestimmt auch noch von der Kirmes. Oh, aber 1 Euro nur. Oh, da ist ja Oh, meinst du, holst du so einen riesen Winnetou? Oh, kannst du mir jetzt mal einen rausholen? Das Problem ist, wie kriegst du ihn nach Hause? Der Koffer ist voll. Ja, aber 3 Kilo passen noch rein. Ja, aber der ist ja groß. Genau, und hier habt ihr noch so Spielfahrzeuge für Kinder. Hier für Fußballfans. Genau, der ist dieser 5x5 Platz. Ah, da kann man auch Dart spielen. Ja, ihr könnt da halt ja, hinterher Fußball spielen auf Kunstrasen. Und hier in der Ecke, die Anna gerade schon gesehen hat, habt ihr so eine Darts-Ecke. Hängt allerdings keine Scheibe. Oder das ist das große Bullseye. Wahrscheinlich. Da würde ich auch treffen. So, genau, da war die Safari-Bar. Und jetzt gehen wir mal runter Richtung Restaurant Athena. Und zeigen euch da nochmal. Mach mal, dann bist du genauso groß wie Ja, ich. nee. Größer. Hallo, ich bin größer. Oh, die Anna Ha. ist gewachsen. Komm, wir laufen mal so, das ist cool. Ja, ne? Aber ich muss. Jetzt gehen wir mal Richtung Restaurant Athena, Akropolis und die anderen Restaurants. Ne, bleiben wir ruhig so. Du sollst auch mal größer sein hier. Dann könnt Und ihr auf zeigen den euch da Kopf nochmal gucken. alles. Weil es da so gibt, auch den tollen Ausblick von den Klippen. Bleibt Ja. auf jeden Fall dran, den dürft ihr nicht verpassen, der ist nämlich mega. Ja. Nur damit ihr ein bisschen Orientierung habt. Hier ist wieder Österreich, die Kuh. Schau mal, für ein fettes Euter. Also ihr wisst, ne, wenn ihr Richtung Kuh läuft, dann läuft ihr Richtung, Dann lauft ihr richtig. ja, Richtung Restaurant. Zumindest Und richtig, wenn ihr Strand. Hunger habt. Hier seht ihr nochmal so ein Kärtchen. Ist halt schwierig, ne? Wir können ja mal zeigen, wo wir jetzt sind. Die Anna zeigt uns das mal. Wir sind jetzt ne, Safari, Mini-Football, da waren wir gerade Ja. gewesen. Genau. Und wir laufen jetzt halt hier Richtung Restaurant. Und das seht ihr, ihr habt da übrigens nochmal hier so einen Haltepunkt. Und hier stehen, guck mal, Elia à la carte, Helios Bar, also Poseidon Restaurant, Genau. Athena Restaurant und es gibt auch noch Akropolis hier vorne, Restaurant. Deswegen, also kommt man mit den Namen so ein bisschen durcheinander. Dieses Car-Service ist von 9:30 Uhr bis 18 Uhr immer. So, schaut mal hier. Da ist der Weg hier hin, das ist doch schon mal mega, würde Dieter Yes. Bohlen sagen, oder? Mega. Zeigen wir euch das mal, ihr habt da das Meer. Hier können wir mal so einen groben Überblick geben, weil von hier kann man viele Sachen sehr gut sehen. Einmal im Hintergrund seht ihr das Restaurant Athena, da laufen wir gleich mit euch hin. Dann die Puls. 4. Die seht ihr häufig auch im Katalog. Ja, wenn ihr hier bucht, das sind die Teile ne, auf den Etagen. Und da könnt ihr halt runterschauen zum Meer. So, wir gehen mal ein Stück hier rüber. Dann guckt euch das bitte an. Dann habt ihr hier noch eine Bar. Da hinten, wo die Holzzäune sind, da gehen wir gleich mal hin. Da sind die Whirlpools. Und oben ist halt der Relax-Bereich, auch Ruhe. Und da ganz hinten, hinter den Klippen, da ist dann gleich der Strand. Und da laufen wir auch noch mit euch hin. Aber jetzt gehen wir erstmal zur Bar Athena, oder? So, ihr seht halt Athena. Ist jetzt gerade fertig hier, Mittagsessenzeit. Das Essen unten im anderen Restaurant ist schon ein bisschen exquisiter. Ja, Ja. deswegen gehen wir jetzt morgens und abends da essen. Zum Beispiel kommt da gebratenes Omelette. Hier ist halt keiner. Da könnt ihr euch selber Omelette zusammenstellen mit Gemüse und alles, was ihr haben wollt. Dafür habt ihr hier natürlich, wenn ihr rausgeht aus dem Restaurant, einen mega Ausblick. Und es ist nicht so laut. Beim anderen haben wir gesagt, es ist Ja. sehr laut. Ne? Hier habt ihr viel mehr Plätze, um draußen zu sitzen. Zum Sitzen ist es hier wesentlich angenehmer. Hier gibt es auch à la carte Restaurant. Das ist, ein Teil ist davon hier abgetrennt. Und das müsst ihr aber reservieren. Ja, und da könnt ihr, was könnt ihr einmal pro Aufenthalt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Oh, da ist zu, dann müssen wir hier hin. Da müssen wir hin.
Da könnt ihr halt dann hier einmal essen. Da habt ihr halt ja, Schnitzel, Steak gab es da und alles Mögliche. Da sagen wir aber in unserem Fazitvideo, Review-Video, da wird nämlich nicht hier dran gehangen, da gibt es ein extra Video, schaut mal da rein. Da sagen wir euch so ein paar Sachen, was uns aufgefallen ist, was uns gefallen hat und vielleicht auch nicht so gefallen hat. Und vielleicht ist das à la carte Restaurant ja dabei, aber das weiß man noch nicht. Nee. So, als Vorspeise gibt es leckeren Minestrone. Lecker Weinchen dazu. Oder als Willkommensgetränk gab es ein Säckchen. Als Vorspeise haben wir hier Pasta mit Feta und Minze und Parmesan. Anna hat er gleich genommen. So, jetzt haben wir hier lecker Uso bekommen. Als Entschuldigung, dass wir so lange auf unseren Steak warten müssen. Es gibt irgendwelche Probleme mit unserem Steak. Aber sehr lecker, der Uso. So, jetzt das Hauptgericht. Stärk mit Pommes und Pfeffersoße. Gut Ding will Weile haben. Aber hier auch Gemüse. Ja. So, und zum krönenden Abschluss gibt es leckeren Nachtisch. Eis mit Pfannkuchen. Hat der Olli auch. Pfannkuchen. Hier gab es ganz schön viel Alkohol. Lecker Wein. Dann Uso als Entschädigung, vorher ein Sekt. Jetzt ist mal den Nachtisch, ne? Ja. So, hier ist eine der Bar, die Mythos Bar. Und das ist die zweite Bar, wo ihr alles bekommt. Genau. Ja? Und hier finden auch abends Shows statt. Ja, da habt ihr gesehen, das ist die zweite Location, wo ihr abends auch eine Show habt. Jetzt habt ihr alle drei schon gesehen, das ist erstmal die Hauptbar, da war es noch dunkel, dann habt ihr hier und dann habt ihr halt Safari. Es geht zur Taverne Akropolis. Sehr, sehr schön gemacht. Ja. Schaut euch das bitte an. Die schließt direkt hier an dieses Restaurant Athena. Und ja, die hat komische Öffnungszeiten. Ihr könnt da nicht extra Essen bestellen, sondern, ich glaube, abends. Ja, war das? Abends könnt ihr dann euer Essen hier holen im Restaurant und könnt euch dann auch dort hinsetzen. Übrigens hier auch die ganzen Tische, die ihr seht. Da Gehören könnt ihr zum überall Hauptrestaurant. sitzen. Hier könnt ihr auf jeden Fall überall sitzen. Oh, ich muss gerade mal Wasser lassen. Ah nee, das ist hier. So, wir gehen mal weiter hier zum Akropolis. Ach, schau mal, jetzt ist gerade offen hier. Oh, wird schon gekocht? Da heiße irgendwas. Heiße Suppe. Ja, und dann könnt ihr hier sitzen. Mit Meerblick. Und könnt Also, dann hier, oh, da kommt jemand. Herrlich. Und könnt dann hier auch schauen. So, schaut euch mal bitte die Deko hier an, diese Blümchen. Ist das nicht wunderschön? Und ich finde, das ist so ein griechischer Style hier, ein griechischer Flair. Einfach wunderschön gemacht. Und wie gesagt, hier gibt es ja später dann auch Essen. Nicht nur später, hier gibt es auch Ja. Mittagsessen. Genau, aber das wird jetzt schon alles vorbereitet fürs Abendessen. Hier sind halt mehr so snackmäßige Sachen. Seht ihr, hier gibt es Burger, Pommes. Und natürlich Pizza. So, hier könnt ihr natürlich auch schön sitzen und essen mit diesem wunderschönen Ausblick. Und wenn ihr hier weiter runterläuft, dann läuft ihr Richtung Strand. Und wir zeigen euch gleich noch ein paar Highlights, die hier wirklich in dem Hotel unfassbar schön sind. Also unfassbar schön gemacht auch. Seht ihr, habt ihr immer wieder Ausblick. Und der Weg, wenn er hier drauf bleibt, dann kommt er hinterher automatisch am Strand unten raus. Der bleibt aber nicht so toll gepflastert. Vielleicht wird es ein bisschen holpriger. Ja, aber der Weg jetzt hier, der ist, ich sag mal, unvergesslich, weil, schaut euch das bitte, Denn ihr habt hier Wellness, oder meinst du? nee, hier links. Ach so, Wenn ihr hier reingeht, schaut euch das bitte an, wie schön das warte für die hier Anna ist. hier, die Blümchen. Ja, So, ganz wichtig, die Blümchen. Und hier, wie ihr seht, könnt ihr auch hier wunderbar sitzen mit einem wunderschönen Ausblick. und Also ihr da hat sich das Hotel echt was Schönes überlegt. alle paar Meter habt ihr hier so, wie heißen die hier, so Pavillons. Ja, da hinten ist auch was ganz Besonderes drin, das zeigen wir euch gleich mal.
Entweder könnt ihr sitzen, ihr könnt Sport machen, ihr habt Liegestühle, also irgendwas ist hier immer drin. Ne? Wir haben nochmal einen kleinen Abstecher gemacht. Pools, um euch das nochmal zu zeigen. Jetzt habt ihr gerade von oben gesehen, da hinten ist nochmal die Bar. Hier für Kinder, auch ein kleiner Kinderpool. Und jetzt zeigen wir euch noch eins meiner Highlights hier. Was ich so noch nicht gesehen habe und wo ich mich mega drauf gefreut habe, als ich im Hotel Ich auch, Katalog gesehen aber habe. ich war schon mehr da drin wie du. Das stimmt. Hier geht's hoch. Hier könnt ihr euch umziehen. Dafür. Und vorher bitte duschen. Hier könnt ihr euch duschen dafür. Und jetzt Und? guckt euch das bitte an. Oh mal mein hier. Gott. Ein Whirlpool mit Meerblick. Also Da was sitzt er gibt es hier. Schöneres? Und könnt direkt da runter schauen. Wartet mal, ich gehe mal hoch. Zack, Da will man sofort reinspringen. schaut euch Na, das mal an. springen Da könnt dürft ihr euch hier nicht, reinsetzen. aber reinsetzen, genau. So, und ich filme mal hier unten. Auch hier könnt ihr überall liegen. Hier ist eher der Ruhebereich gegenüber vom Pool, wo wir gerade waren. Ja, wir haben da unten auch schon gelegen, direkt an den Klippen und ihr schaut ja die ganze Zeit aufs Meer. Super, super schön. Also hier haben wir schon einige Runden geblubbert. Mit der Actioncam auch ein bisschen Ja. was gefilmt. Ne? Ja. Super, super cool. Klappen nicht mehr alle Düsen. Zumindest haben wir es nicht hingekriegt, dass über das Wasser rausgeschossen kam. Ja. Aber mega. Sowas Ja. habe ich noch nicht gesehen. Ein Träumchen. Schreibt jetzt schon mal in die Kommentare, bevor ihr vergessen. Gibt es noch weitere Hotels, wo es sowas gibt? Ich habe es noch nicht gesehen auch bis nicht. jetzt. Ja. Ich habe schon viel gesehen. Wir haben schon einiges an Ja, Hotels wahrscheinlich gesehen. Hotels Aber das hier, 10.000 oder schaut so. noch mal hier. So, zack. Ja, wir müssen weg hier. Schupp. Wunderbar. Ein Traum. So, jetzt gehen wir mit euch wieder runter. Ihr seht hier die Steintreppen Ab zum Strand. auf dem Strandweg, wo wir gerade waren, den Klippen entlang. So, jetzt muss ich mal ausmachen, hier muss ich mal konzentrieren. Wir haben euch ja gesagt, hier sind mehrere von diesen Pavillons. Und was seht ihr hier? Sportgeräte. Macht da schön Sport und schaut dann da aufs Meer. Sind jetzt nicht so die Hightech-Sportgeräte, Nee, aber wieder ein Highlight hier. aber it goes. So, komm, wir gehen mal da lang. Und schaut euch bitte, das sieht aus wie so eine Burg. Das ist wie so eine Burg gemacht. Mit dem Torbogen und so richtig schön. Er steht im Tor, im Tor, im Tor und nicht dahinter. Ich muss jetzt gerade dran denken, wenn man wieder erzählt hat. Ist klar. Passt aber nicht jetzt hier, ne? Nee. Hätte ich auf Griechisch singen müssen. So, jetzt der Weg war hier mit Fliesen, jetzt kommen Steine. Genau, jetzt geht's los. Das seht ihr hier unten. Also Kiesesteinchen. Und auch hier könnt ihr noch weiterhin liegen. Ja, aber jetzt gehen wir mal hier die Kiesesteine. Prima ist, dass ich Badelatschen anhab. Ja. Oh, Ich war so schlau und habe meine Sportschuhe angezogen. ja. Aber ich mag den Schmerz. Aua, der macht mir überhaupt nichts aus. Also der Boden ist uneben, deswegen zieht erstmal gemütliche Schuhe an, dass ihr hier gut durchlaufen könnt. Oder barfuß. Nee, Wenn das euer würde ich auch Vater nicht Fakir raten. ist, dann könnt ihr auch gerne Ja. barfuß laufen. Hier. So, komm, wir machen noch mal hier einen Blick. Just for you all. Ihr seht, da vorne Ja. ist eine Bank. Das ist jetzt aber keine Haltestelle für den Shuttle. Nee, das ist zum Ausruhen eine Bank. Weil, wie gesagt, der Weg ist lang, aber mit einem tollen, herrlichen Ausblick, weil ihr habt ja auch überall Felsen, rechts, links. Und könnt ihr euch jederzeit ausruhen. Unten seht ihr den nächsten Pavillon schon. So, wir laufen jetzt mal ein Stück hier runter. Und immer wenn es ein Highlight gibt, dann melden wir uns wieder. Dann Oder? schreiben wir hier. Obwohl ist ja alles ein Highlight, ne? Ja, alles. Irgendwie Ja. ausblicktechnisch. Ja, der Weg. Also Das ist ja eigentlich alles, alles. prima. Ihr seht, auch ohne Pavillon gibt es hier so Bänke mit Tischchen. Und hier könnt ihr auch drin sitzen. Soll einmal reingehen zum Gucken? Oder meinst du, interessiert die Leute nicht? Doch, klar. Würde dich das interessieren? Ja, auf jeden Fall. Ich war sofort hier drin. Ich muss doch gucken, welcher Ausblick hier ist. Jetzt Ja, schaut da euch kann das man mal die an. Schiffe beobachten. Gestern war die hier ein Wellen. Möwenkampf. Die haben alle so einen schwarzen Vogel gejagt. Da haben wir zugeguckt. Ich wäre auch gern eingeschritten, ging aber nicht. So, da ganz hinten seht ihr den Strand.
Seht ihr, und auch hier auf den Felsen selber sind so Liegestühle. Da liegen jetzt aber schon andere Menschen. Deswegen zeige ich die nur mal vom Weiten. Je weiter jetzt hier runterlauft, desto steiniger wird der Weg. Ihr hört das wahrscheinlich. Seht, die Kiese werden immer größer. Ja, oben asphaltiert, dann größere Steine und jetzt wird es hier. Aber ich glaube, schlimmer wird es nimmer. Nee, nee, das bleibt so. Aber dann guckt er einfach hier runter und genießt diese Aussicht. Dann merkt er gar nicht die Schmerzen an euren Füßen. Rechts seht ihr die Felsen, links das Meer. Was wollt ihr mehr? Hey, war nicht gereimt. Nee. War zweimal mehr. Aber unterschiedlich geschrieben. Also doch ein Reim. Ein Schüttelreim. So, jetzt geht's hoch hinaus. Einige Treppen müsst ihr auch bewältigen. Aber die kann man gut hochsteigen. Die sind schon breit. Die Anna, die ist ja fürs Optische, die wollte hier, dass ich euch die Dinger hier zeige. Ja, auf jeden Fall. Weil das ist auch sehr ungewöhnlich für ein Hotel. Wind of the Sea. Griechische Skulpturen. Und schaut mal, wenn ihr jetzt hier hochgeht, im Hintergrund seht ihr nicht nur Wolken, sondern das Hotel. Ja, da oben habt ihr wieder das Kalitea. Auch hier könnt ihr runtergehen. Ihr seht noch weitere Figuren. Und Sitzbänke. Also Und ihr Bänke. habt echt viel zum Sitzen Und da hier. hinten seht ihr schon die Sonnenschirme im Hintergrund. Und die Straße, die ihr da im Hintergrund seht, das ist die Straße, wo vorhin dieser Golfwagen runtergefahren ist zum Strand. Da würde er eigentlich lang gehen. Wir sind jetzt den großen Weg gelaufen, außenrum. Weil er einfach schöner ist. Ja, wobei wir zeigen wollten, Ja. wenn er direkt vom Hotel zum Strand geht. So, und hier geht's runter. Und Ja. hier für die Anna wieder eine Figur. Ja, und hier links auch, bitte. Achso, hier. Ja, sehr gut. Oh, die ist weiß. Eine schön rasierte Brust und Kräuselkopf. Guck mal. So. Boah, Ja, passt schon auf jetzt. hier geht's richtig steil Jetzt runter. sind auch viele Steine auf den Treppen. Wenn ihr gleich ganz wilde Kamerafahrt seht, dann bin ich runtergefallen. So, hier, komm, von vorne nochmal. Und jetzt mach ich mal kurz aus. So, da sind wir wieder. Genau. Haben es geschafft, den Weg Und was zu natürlich beschreiten. hier auch nicht fehlen darf, sind die Toiletten. Ja, warte, die seht ihr Die hinter gibt's uns. hier auch. Switchen nochmal um. Ja. Ah ne, da seht ihr den Da. Golfwagen. Da seht ihr die Anna. Da. Genau, hier Damen- und Herren Also für Toiletten. alles gesorgt hier. Allerdings ein Stück zu laufen. Ne? Ja, einmal Vom berghoch. Strand aus. Genau, hier habt ihr den Golfwagen. Hier ist der Haltestelle Haltepunkt. für den Strand. Ja, und der fährt jetzt da hoch, was wir euch gerade gezeigt haben. Hier gibt es tatsächlich wenige Parkplätze, wenn ihr mit dem Mietwagen hinfahrt. Aber wirklich sehr, sehr wenige. Also Ja. ich glaube, die Chance ist eher gering. Und hier geht es Aber- dann runter zum Strand. Schaut euch das bitte sehr an. So, und hier oben, Extra, der Olli steigt extra auf Klippen, um euch hier den gesamten Strand zu ja, zeigen. ich hänge jetzt mit einem Finger hier an dem Ding noch, an dem Stein. Aber ich versuche mich noch festzuhalten. Seht ihr, bis da hinten geht der Strand. Überall, wo die blauen Schirme sind. Überall Ein könnt ihr liegen. kleiner Nachteil, ihr müsst tatsächlich hier bezahlen. Ein Set aus 2 Liegen und ein Schirm kostet halt 6 Euro. Also ein Lieg kostet 3 Euro, der Schirm ist glaube ich umsonst, denke ich mal. Und ihr habt natürlich hier einen Stein- und Kieselstrand. Ne? Aber hier Also rundherum, Badeschuhe nicht vergessen. da ganz im Hintergrund seht ihr die Therme von Kalitea. Da ist man ruckzuck, das ist knapp 1 Kilometer, anderthalb. Genau. Die kann man auch besichtigen, die haben auch einen schönen Strandbereich. Diese weiße Kuppel da. Und Party ist da oft. Party. Von da aus kommt immer Musik. So, fast geschafft. Wir gehen jetzt den Berg runter Richtung Strand und zeigen euch gleich nochmal von nah den Strand. Richtig, wir können euch nochmal den Berg hier zeigen. Und jetzt, ohne Scherz, das ist halt der flachere Teil. Wenn er von da oben runter kommt, der ist halt noch ein bisschen steiler. Und den müsst ihr auf jeden Fall laufen, weil bis hier fährt dieses Golfcar nicht. Ne, der lässt euch da oben raus und den Rest müsst ihr dann halt hier runterlaufen. Aber ihr seht, nicht mehr weit, gleich sind wir unten. Ja. So, hier unten direkt am Strand ein weiteres Restaurant. Eins der wenigen, die ihr habt. The Hier ist Rock, The Rock. Beach Snack Bar. Richtig. Hier gibt es à la carte Burger, Hähnchen, Gyros Gyros, gegessen. Ja, und Salate. hier steht da von 12 bis 16 Uhr. Und ihr bestellen, hier könnt ihr Getränke holen für den Strand. Und dann könnt ihr euch halt hier hinsetzen. Und einen total herrlichen Ausblick genießen. Ja.
Ihr habt die Berge hier vorne direkt und seid direkt am Strand. Wenn ich hochgehen wollt. Allerdings, auch hier muss man sagen, das Essen ist halt nicht so qualitativ hochwertig wie jetzt oben. Ne? Jetzt sind schon einfache Ja. Speisen. Auch der Burger schmeckt zum Beispiel da oben besser als hier unten. Ja, Jetzt. der Gyros auch. So, angekommen an unseren Liegen. Jetzt machen wir erstmal eine kurze Pause hier. Die haben wir uns verdient nach dem Langgang. Das Schöne für euch, ihr merkt das gar nicht. Ihr geht nämlich gleich schon für euch weiter. Für uns nicht, erst in einer Stunde jetzt hier. Wir zeigen euch noch mal kurz vorher hier die Liege und den Tisch. Ja. Und hier, wo wir liegen. So, fangen wir an, da, wo wir liegen, nämlich auf der Liege. Und guck mal hier. Nicht nur bei ARD und ZDF sitzt ihr in der ersten Reihe, auch beim Royal, Horizont, Blue. Qualität. Ja, genau, Horizon. ja, auch da sitzt er in der ersten Reihe. Die Liegen sind, Ich finde sie gemütlich, muss Ja. ich sagen. fehlt ein bisschen die Polsterung, aber das ist okay. Ne? Und Ist guck mal hier, okay. Aber guckt der euch Tisch. den Tisch an. Für 4 Getränke. und ist alle doch von mega. Anna. Keins davon ist meins, aber ist egal. Ist klar. Da komme ich mit klar. Aber ich muss sagen, ich habe hier den besten Gin Tonic getrunken, wirklich. Ja? Ja, von der Rockbar. Ich mag Den keinen, kann ich deswegen kann ich nur das nicht sagen. empfehlen. Sehr, sehr lecker. So, komm, jetzt machen wir kurz mal Päuschen und dann machen wir gleich weiter und zeigen den Strand. Ja? Holt euch schnell was zu trinken. Nee, geht ja gar nicht, der geht ja gleich weiter. Macht Pause, gleich. bis gleich. So, ich zeige euch hier auch noch ein paar Felsen. Da nehme ich euch mit. Die sind ja direkt hier an den Liegen. Also wunderschön, wirklich. Da. Schaut euch mal bitte das Wasser an. So schön blau. Und hier überall Felsen. Und da sind auch die Liegen. Da liegt der Olli. So. Also herrlicher Ausblick. Schaut mal die andere Seite. Einfach toll. Hier der hohe Felsen nochmal. So. Einfach wunderschöner Ausblick. Und hier seht ihr noch die ganzen Liegen. Also ihr könnt ja direkt an den Felsen auch liegen. So, Pause erledigt. Genau. Die Sonne geht schon runter, aber wir zeigen euch jetzt noch mal schnell den Strand hier und noch ein Pool, glaube ich. Ja, Ja? genau. Gut. Und dann- noch was Tolles. Was denn? Ja, Überraschung. So, wir liegen jetzt hier ganz in der Ecke. Und ihr seht hier die Liegen. Das geht jetzt hier komplett durch. Ihr habt auch. Hier seht ihr, ihr könnt auch ein bisschen höher liegen. Und da oben geht es halt lang. Da seht ihr den Schuppen. Da kommt halt eigentlich bis 18 Uhr der Caddy-Taxi. Da seht ihr die ganzen Liegen. Was hier schön gemacht ist, ihr habt hier alle paar Meter, weil ich gehe mal mit euch ran. Ihr müsst nicht einfach so hier die Klippen runterklettern, sondern die haben hier so Treppen immer reingebaut. Könnt ihr direkt ins Wasser. Hier zum Beispiel, seht ihr? Dann könnt ihr hier reingehen, da braucht ihr natürlich trotzdem Schuhe oder da vorne habt ihr halt auch nochmal Treppen. Da übrigens auf dieser Zunge da, auf diesem Vorstück, und da müsst ihr aufpassen, da spritzt das Wasser ziemlich hin. Aber Deswegen manche ist- mögen es. Ja, das stimmt. Ich wollte auch dahin, aber der Olli nicht. Sobald die Welle gekommen ist, ist es wieder, Schatz, ich bin nass hier. Ja, ist doch geil bei dem Wetter, beim schönen Wetter. Seht ihr auch hier? Und hier zum Beispiel, ihr habt da so eine Ecke, da sind weniger Steine. Ihr habt da ein bisschen mehr Sand, hinten auch Steine. Aber da hinten, wo wir jetzt hingehen, da habt ihr jetzt so eine Ecke, da sind ein bisschen weniger Steine. Am ganzen Strand habt ihr hier zu den Liegen auch so einen Holzweg. Da seid ihr auf jeden Fall auf dem Holzweg, wenn ihr da langlauft. So, hier ist der Bereich.
So, hier habt ihr halt weniger Steine. Hier sitzen halt viele der Familien, weil die Kinder hier vorne auch buddeln können. Das hat so ein bisschen Strandfeeling und das ist ungefähr da, wo die The Rock Bar ist. Ja, Rock vom Stein jetzt, nicht vom Mini-Rock oder auch nicht vom Hard-Rock. So, genau, ihr könnt halt weitergehen. Und hier sind halt ganz viele Liegen. Ja, die sind eigentlich relativ voll, weil hier die Familien sitzen. Ihr könnt sehen, die Liegen gehen noch da oben weiter. Guck mal, auch so eine schöne Ausbuchtung da, wo nur 2 Liegen sind. Also ihr könnt so ein bisschen versteckt auch liegen. Und hier im Hintergrund habt ihr natürlich überall hier The Rock. Genau, The Rock. Geht's noch weiter. Hier ist auch wieder eine Umkleidekabine, Duschen. Ihr seht, jetzt haben immer hier wieder so kleine, ja, sind da Buchten. Auf jeden Fall zwischen, Buchten, genau. zwischen den Felsen habt ihr immer wieder so ein paar Liegen. Und überall gibt es halt diese Treppen, wo ihr dann ins Wasser gehen könnt. Aber hier der Bereich ist auch wieder nur mit Schuhe, weil da sind sehr viele Steine. Und selbst der Bereich, wo der Strand unten ist, ne, wo der Sand ist, auch da sollte man auf jeden Fall Badeschuhe anziehen. Ne? Auf jeden Fall. Genau. Jetzt habe ich keine Lust mehr zu laufen, deswegen bleiben wir jetzt hier stehen. Aber ihr seht ja, Bis da hinten geht es noch, da ist halt zu Ende. Hier ist auch nochmal ein großer Bereich. Ja, und vielleicht könnt ihr hinten sehen, auch wieder Treppen. Echt ein Treppenwitz hier. Der Ausblick hier ist halt wirklich super. Sonne geht unter. Sieht auch Und herrlich nur noch mal aus. seht, da oben ist das Hotel. Ja, das ist das Stück, was ihr immer runterlaufen müsst. Mindestens. Weil jetzt sind schon die unteren, ihr könnt auch noch höher. Es geht also tatsächlich auch noch höher da. Ja. Jo, das war ein bisschen Strand. Die Anna ist hier in der Ecke verschwunden. Da ist sie wieder. Hallo. Und jetzt gehen wir Ihr nochmal habt hoch. hier auch so Körbe, wo ihr eure Becher reinlegen könnt. Hier erstmal suchen. Ja, genau. Darf ich auch hier auf dem Holzweg? Ja, dachte. Schubst mich hier weg. Gut, jetzt laufen wir zu euch, mit euch nochmal zu dem letzten Pool, glaube ich. Ja. Ja, den zeigen wir euch nochmal. Jetzt zeigen wir euch noch, wo der Swimmingpool ist und die Sauna. Swingerpool habe ich jetzt verstanden. Der Swingerpool, der ist eine Sauna. Vielleicht gehen wir auch mal in eine Sauna rein. Wir müssen mal gucken mit Kamera. Aber das wissen wir noch nicht. Dann Bleibt aber dran. So, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. In Meinst der du die Katze? Also, ne, die nicht, sondern die Steigung hier. Die leichte Steigung. Ja, die Katze kann man auch sehen. Guck mal. Oh, ist die süß. Jetzt macht den Katzenpuckel. Jetzt kommt sie mit uns mit. Sie will auf die Kamera. Die schnauft aber nicht so beim Berg hochgehen wie wir hier. Nee. So. Das ist der nächste Die nächste Steigungsweg Steigung. hier. Im Hintergrund könnt ihr aber schon sehen, den letzten Pool, den wir euch zeigen. Jetzt seht ihr schon den Schirm da oben und hier die Hütte. So, jetzt kommt Die Steigung. Ja, ist hier heftig. oben. Aber wenn man gegessen hat, gut gegessen hat. Ja, Ist gerade das- dann ist das schwer. Da schleppst du ja nochmal 20 Kilo mehr mit. Ja, aber du verbrennst ja Kalorien. Und hier machst du locker Mehr deine geht nicht. 50.000 Schritte. Aber wir sind gleich oben. Aber jetzt kommt das nächste Highlight. Mein nächstes Highlight. Ich nehme euch mit Wohin? und ich zeige euch was wunderschön. Mich? Ja, ich kenne die Leute schon. Ach so. Jetzt längs. Okay. So, hier geht es einmal in so einen kleinen Garten rein. Hallo. 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 Thank you. Und seht ihr da oben? Ist natürlich auch der Ausblick. Und hier geht ihr zum Pavillon.
Und hier habt ihr einen wunderschönen Ausblick auf den Strand. Schaut euch das mal bitte an. Leider ist die Sonne schon ein bisschen weg. Deswegen sieht man dieses türkise Wasser nicht so dolle. Aber vielleicht könnt ihr das noch erkennen. Ist das nicht wunderschön? Und das finde ich so toll hier an diesem Hotel, dass es mehrere Pavillons hier gibt, wo ihr so einen herrlichen Ausblick habt. So, jetzt geht es nochmal Treppen hoch. Übrigens, wartet mal, ich schwenke nochmal eben um. Da wird er eigentlich lang gehen, wenn er weiter vom Strand den Weg hoch geht. Aber wie gesagt, wir wollten euch ja nochmal hier den Pool jetzt zeigen. Hier die Zimmer haben dann Pool und Meerblick, würde ich sagen. Ja, auch herrlich. Da hinten ist die Acapulco Bar. Ihr seht hier kleine Brücke. Da gehe ich mal mit euch drauf. Und schaut mal. Auch ein fantastischer Ausblick wieder. Ja. Ich zeige euch nochmal da hinten. Da ist der Beachvolleyballplatz. Übrigens oben an der Rezeption, da ist in der Nähe der Rezeption, ein bisschen außerhalb, da sind auch noch Tennisplätze hier vom Hotel. So, da ist die Bar Mythos. Ist da. Da gehen wir jetzt auch mal rüber, denn da ist der Eingang zum Hallenbad und zur Sauna, die Anne euch gleich vorführt. Dann. Ja. Wir hoffen jetzt natürlich, dass er noch offen ist. Wir schauen mal. Ihr habt ja gesehen beim Fitnessstudio, das hat ja heute geschlossen gehabt. Ja, komisch. Leider. Das, ne? Ach, komm, wir gehen mal hier hoch. Ja. Geht das? Genau. Da, Ja. da geht's, ja. Aber Oh, hier jetzt sitzt weiß ich nicht, wie keiner, lange das also- Schwimmbad geöffnet ist. Die Bar ist auf jeden Fall schon zu, die macht ja um 18 Uhr zu hier. Ne? So, wir switchen mal hier rum. Wie sieht das aus? Sehr schön gemütlich aus. Könnt ihr auch sitzen, sitzt im Schatten. Ja, sieht aber zu aus, ne? Ja. Ja, okay, hat 10 bis 18 Uhr nur auf. Ja. Können ja mal hier reinfilmen. Spiegelt aber sehr. Genau, hier ist so ein Wasserbecken. Liegen, da ist die Sauna halt drin. Leider schon geschlossen, aber wer geht schon in die Sauna, wenn er in Griechenland ist, oder? So, jetzt sind wir oben am Strandweg. Hier seht ihr mal so ein bisschen, wie steil das ist. Hier geht es noch ein bisschen weiter, aber seid ihr gleich oben. Einmal um die Kurve und schon seid ihr da. Und direkt hier habt ihr halt, wenn ihr einen Mietwagen leihen solltet, einen Parkplatz. Eine Burg, wie schön. Es gibt aber noch weitere Parkplätze hier. Aber wenn ihr dem Navi eingebt, dann kommt er hier aus. Da müsst ihr halt hier durchlaufen und könnt hier oben zur Rezeption. Wir haben am ersten Tag ein bisschen gesucht. Gibt bestimmt noch einen besseren Parkplatz, wo man näher an der Rezeption ist. Ne? So, wir laufen jetzt einmal noch mit euch zu diesen Extrazimmern, da wo wir sind, Elite-Rooms, die außerhalb sind. Ja. Die sind, wie gesagt, ein bisschen weiter weg. Ich zeige euch mal eben was. Vielleicht habt ihr grob die Orientierung dann. Hier hatten wir ja vorhin gefilmt, den Spielplatz. Für die Bambinis? Genau, dahinter ist die Rezeption und ihr lauft dann hier über diesen Parkplatz. Ja, und unten geht es dann gleich raus. So, hier geht er dann aus der Hotelanlage raus. Seht ihr, hier ist eigentlich der Tor, das ist zu. Und da hinten, wo der Holztunnel ist, oder der Holzweg, schon wieder ein Holzweg. Der Weg ist nicht aus Holz, aber die Absperrung aus Holz. Wenn ihr den langlauft, dann kommt ihr automatisch zu den Elite und Elite Rooms and Suites. und Suites, genau, so heißen sie. Und hier habt ihr einen wunderschönen Ausblick. Schaut euch das bitte an. Auf die Rhodos-Stadt. Ja, da hinten ist Rhodos-Stadt. Das ist ja, was wir vorhin schon gesagt haben. Hier habt ihr Wasser und auf der anderen Seite auch. Und hier sind wir gerade auf diesem Zipfel, der so herausragt, wo ihr rundherum eigentlich Wasser habt. Abends ist auch super schön beleuchtet, sieht auch wunderschön aus. Und hier vorne seht ihr auch schon das Schild Elite Rooms and Suites. Hier müsst ihr aufpassen, hier sind so Treppen. Danke. Bitte. Ja, da ist der Wegweiser. Der sieht allerdings schon was älter aus, obwohl die Zimmer noch gar nicht so alt sind. Ne? Genau, und hier geht die Straße dann halt runter.
hier den ganzen Gang entlang. Könnt ihr euch immer ausruhen, wenn ihr nicht mehr könnt. Die Treppen gehen ganz schön auf Wadenmuskel. Je nachdem, was ihr für Schuhe anhabt, der könnt ihr auch hier ruhig auf der Straße laufen. Weil das Einzige, was hier fährt, okay, sind die Leute, die hier unten ihren Leihwagen haben. Ja. Oder aber diese Golfwagen, Taxis. So, ihr habt jetzt hier mal 22 Stück gibt es insgesamt, sehe ich. 1 bis 22. Und ihr seht, es gibt doppelgeschossige. Die haben oben noch mal 2 Betten. Ich habe da so eine kleine Treppe. So, da hinten ist das, was wir vorhin erzählt haben. Da stehen die Leihwagen. Also, wir haben uns einfach hingestellt. Einer stand da, dann haben wir uns dazugestellt. Sagt auch Wir keiner was. stehen alle hier gefühlt. Hier eine Skulptur für die Anna extra. Filme ich die mal. Und für mich. So, und hier habt ihr die Haltestelle bis 18 Uhr für das Golfwagen-Taxi-Dingens. Genau, und unser Zimmer ist da hinten die Nummer 20. So, ist die Nummer 20. Ich bin froh, dass die Anna da ist. Die hält nämlich die Tür fest, die geht von alleine zu. So, wir gehen direkt mal ins Bad. Ein sehr großer Spiegel. Und hier so ein kleiner, kennt ihr den? Da könnt ihr gut Pickel ausdrücken, die seht ihr ganz nah. Meine Oma hatte früher immer einen Garten, da habe ich den immer auf der falschen Seite gedreht, da hat die sich angeguckt. Ja, lustig. So, ihr habt ein Telefon und ihr seht hier ist die Dusche mit Fenster. Allerdings ist da ein Mückennetz vor, trotzdem sammeln sich alle Mücken hier im Bad. Oh, da bin ich. Ihr habt Garderobe. So, ihr habt da so eine Ablage. Dann haben wir hier den Schrank. Ich weiß gar nicht, ob ich den von nahen Was drauf kriege. man zeigen kann, hier gibt es auch extra Tüten von Qualität Hotel für eure Strandtücher. Richtig. Hier gibt es auch noch Bademäntel und Badelatschen. Oh, die habe ich gar nicht, muss ich mal anziehen. Ja, alles vom Hotel. So, hier ist der Schrank. Ist nicht sehr groß. Ich glaube, den Und kriege ich auch ein gar nicht so Safe. richtig drauf. Ja. Das Safe könnt ihr mit dem Schlüssel öffnen. So, hier habt ihr nochmal ein Telefon. Und hier seht ihr, ja, ist es jetzt ein Himmelbett? Es fehlt der Himmel. Ja. Aber das Gestell ist da. Also Aber- es könnte mal ein Himmelbett werden. Genau, aber schaut euch bitte die Decken an. Also das erinnert mich voll an holländische Häuser. Ja, Also irgendwie schräg mega da. schön gemacht. Also irgendwie wie so eine Art Bungalow, aber aneinander gebaut. Ja. Ne? Hier habt ihr die Schreibtisch. Theke. Da bekommt ihr Tee, Kaffee, einen Wasserkocher, Fläschchen Wein und Sekt stand tatsächlich hier. Und hier, Hier ist auch noch ein Geschenk. was ist denn alles drin? Honig und welche Kekse. Und noch was. Was Süßes. Ja, was Süßes, stimmt. So. Die noch. Und hier ist ein Kühlschrank. Der wird täglich, wird- also der genau. wird zumindest für das, was ihr verbraucht habt, Ja, der wird wird befüllt. hier aufgefüllt. Ihr habt das schon gesehen, ihr habt hier bestimmt 10 deutsche Programme oder sogar noch mehr. Allerdings so Kabel Doku, Kabel 1 Doku und so ein Zeug auch dabei. Genau, da schläft der Chef. So, dann machen wir mal hier, seht ihr das Moskitonetz? Das ist wirklich super. An alles gedacht, wirklich. So, und hier habt ihr die Terrasse. 2 Liegen, Wäscheständer. Und hier eine super Lounge-Ecke. Die auch sehr gemütlich ist. Ja. Aschenbecher braucht man nicht. Ja, wir nicht. Und das ist natürlich der herrliche Ausblick Hier der Pool. auf den Pool, hinten aufs Meer. Genau, ihr teilt euch den Pool hier mit 22 Häuschen. Allerdings, ich habe morgens mal um 7 geht immer einer schwimmen. Hier zieht ein paar Bahnen. Oder der plätschert nur hier rum, keine Ahnung. Aber schaut euch bitte den Ausblick aufs Meer an mit den Booten da. Wunderschön. Ja, geht halt Richtung Roderstadt da hinten. Und links ist der Sonnenuntergang schon zu sehen. Und die Katze. Jo, das ist unser Zimmerchen. Sehr, sehr schön. Ja. So, sehr stürmisch. Wir gehen jetzt ins Restaurant Athena und nehmen euch mal mit und zeigen euch das Abendessen. Aber ich denke mal, ohne Sprechen, ich filme das einfach nur, ne, weil wir die Leute dann nicht stören wollen. Wir gucken mal, wie wir das hinkriegen. Dann viel Spaß. Spaß. So, ihr habt ja ein Suppenbuffet. Heute gibt es hier weiße Bohnensuppe und Hähnchensuppe. Hier könnt ihr euch die Teller nehmen. Dann kommt hier ein Salatbuffet. Und hier verschiedene Salaten. Jetzt hier so eine Grill- und Spazierstation. Könnt ihr selber nachwürzen noch. Hier so
Schweinespieße. Pasta. Hier Parmesan. Seht auch in der Mitte sind immer so Essensinseln noch hier. Da Gemüse, verschiedene Nudeln, Kartoffeln, Schweinebraten. Hier oben stehen immer die Schilder dran. Hier ist dann die Ecke mit den traditionellen griechischen Gerichten und natürlich ein paar Pommes dürfen nicht fehlen. Da haben wir hier die verschiedensten Vorspeisen. Ja, hier Fisch. Hier ein Fisch. Sehr schön angerichtet. Schau mal hier. Die Desserts, hier gibt es erstmal Früchte, Äpfel, Erdbeeren gibt es ja auch jeden Tag. Salat, Dessert, Orangen. Wenn ihr die Treppe runter geht, dann gibt es noch mehr. Auch nochmal Desserts. Kommt da Tzatziki und Salate. Okay, then maybe I will wait. Excuse me, do that for me then. Hey, ma doktorny to nie pizza. So, hier ein kleiner Blick ins Restaurant. Hier vorne haben wir so einen extra Bereich, hier ist nicht mehr eingedeckt. So, wir sind jetzt hier an der Abendshow. Das ist eine Safari-Bar. Ihr findet aber auch eine Abendshow unten an der Hauptbar. Ja. Ne? Und oben im Restaurant Athena ist auch immer was. Der Safari-Bar ist immer so ein bisschen wilder. Da habt ihr Quizze und wie ihr jetzt hört, so eine Varieté-Show. Ich zeige euch das mal. Ich hoffe nicht, dass YouTube zumacht wegen der Musik. Außerdem lassen wir uns gut gehen, das zeige ich euch auch mal eben. So, erstmal, wie es uns gut geht hier. Der ist von mir und das ist alles von der Anna. Ja, klar. Mit Taxa und sowas. So, und da hinten, seht ihr? Die Showstart ist jetzt schon zu Ende. Da werden gerade die ganzen Animateure vorgestellt. Genau, und so sieht die Safari-Bar hier aus. Und habt ihr eine kleine Bar. Da habt ihr aber nur eingeschränkte Getränkeauswahl. Also ihr bekommt nicht da alle Cocktails, die ihr an der Hauptbar bekommt.
cm, Howard Matteo. Anna nach 3 Cocktails. So, das war unser Rundgang. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Hoffentlich ist es nicht so lang geworden. Wissen wir jetzt Ja. gar nicht. Sehen wir ja gar nicht, wie er hinterher aussieht. Aber die Anlage ist groß. Genau, und wir wollten euch halt auch alles so weit wie möglich zeigen. Es fehlen bestimmt immer noch ein paar Sachen. Aber den Großteil habt ihr Ja, das gesehen jetzt. Wichtigste. Ne? Schwimmbad habe ich gesagt, ist nicht so wichtig. Alles andere habt ihr gesehen. Ja. Dann schreibt uns gerne in die Kommentare. Wart ihr schon hier gewesen? Wie hat es euch hier gefallen? Und wenn, dann wunderschönen Urlaub, erholsame Zeit, bleibt gesund. Genau, schaut euch gerne unsere anderen Rhodos-Videos noch an. Auch unser Fazit hier zum Hotel ist soweit ganz gut ausgefallen. Aber ein paar Sachen gab es trotzdem, die uns nicht ganz so gut gefallen haben. Schaut da gerne mal rein. Und dann wünschen wir euch weiterhin schönes Reisen. Euer Olli. Und eure Emma. Ciao. Ciao.